Istanbul, 24. Dezember 2014. Ein schwarzer Bentley steht an der Ampel. Der Motor läuft im Leerlauf. Der Fahrer blickt nach vorn. Sekunden später durchbrechen 6 Schüsse die Frontscheibe. Splitter fliegen. Kein Aufschrei, kein Fluchtversuch. Nur ein Körper, der langsam nach vorn kippt. Panama-Stadt, 1 Monat später. Ein Mann bestellt sich was zu essen, setzt sich. Plötzlich ein Schuss aus nächster Nähe. Kein Wort, keine Warnung. Headshot. 2 Städte, 2 Anschläge, kein erkennbarer Zusammenhang. Aber beide Opfer waren keine Zufallsperson. Beide hatten Kontakte in die Niederlande. Der eine, Ali Ekber Akgün, 40 Jahre alt, Unternehmer, Ex-Fußballer, Multimillionär. Wohnhaft zwischen Istanbul, Marbella und Amsterdam. Auf dem Papier arbeitet er mit Immobilien, doch in Wirklichkeit ist er tief in mafiöse Geschäfte verwickelt. Der andere, Shak Burger, bekannt als Waffenmeister der Amsterdamer Unterwelt. Einst die rechte Hand von Sam Klepper, dem berühmtesten Gangster von Amsterdam in den 90er Jahren. Beide Männer hatten etwas gemeinsam. Sie machten Geschäfte mit dem neuen König der Amsterdamer Unterwelt, Dino Sorel. Er war die dominierende Figur der europäischen Unterwelt in den frühen 2000er Jahren. Seine Organisation war die mächtigste Verbrecherbande der gesamten Niederlande und sie verdiente Millionen. Seine Feinde ließ er verstummen. Für jeden Auftragsmord zahlte er 50.000 Euro. Keine Fragen, keine Warnung, keine Rückkehr. Wer sich ihm in den Weg stellte, verschwand. Aber was steckt hinter den Morden in Istanbul und Panama und wie führt alles zurück nach Amsterdam? In diesem Video schauen wir hinter die Fassade in ein System aus Drogen, Geld, Verrat und dem Tod. Dino Sorel wird 1960 in Amsterdam geboren, ein Niederländer mit surinamischen Wurzeln, aufgewachsen in Purmerend. In den späten 80ern beginnt sein Weg in die Unterwelt. Zunächst als Türsteher in Volendam, später als Freefighter. Wer ihm widerspricht, lernt schnell, dass es keine zweite Chance gibt. 1989 eskaliert ein Streit. Mit nur 29 Jahren schlägt Dino Sorel einen Mann so schwer zusammen, dass dieser 4 Tage später im Krankenhaus stirbt. Er wird zu 4 Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis trifft er auf Männer, die später zu Schlüsselfiguren der niederländischen Unterwelt werden. Willem Holleder, K. van Hout, Stanley Hilles. Doch einer von ihnen gilt bereits damals als Ausnahmefall. Willem Holleder. In den Niederlanden nennen sie ihn De Neus, wegen seiner übergroßen Nase. Aber berühmt wurde er nicht wegen seiner Optik. 1983 entführte er zusammen mit Cor van Hout niemand Geringeren als Freddy Heineken. Ja, der Heineken, dem Chef der Brauerei Heineken. Sie hielten ihn 21 Tage lang in einer schalldichten Zelle fest. Forderung 35 Millionen Gulden. Die Aktion perfekt geplant. Das Versteck? Ein Lagerhaus mitten in Amsterdam. Und der Fluchtversuch danach? Filmreif. Nur leider erfolglos. Holleder kam ins Gefängnis. Aber sein Ruf war da schon zementiert. Später wurde er zum mutmaßlichen Strippenzieher hinter mehreren Morden und zum bekanntesten Gangster der Niederlande. Sorel lernt von ihm, redet nicht viel, aber er beobachtet genau. Nach seiner Entlassung zieht er sich nicht zurück. Er knüpft Verbindungen zu Mink Kok und Jan Fema, 2 großen Akteuren im internationalen Kokainhandel. Sie arbeiten mit südamerikanischen Kartellen, verfügen über Kontakte in Häfen, Zoll- und Logistikzentren. Sorel ist mittendrin und legt los. Als Kok verhaftet und Fema erschossen wird, bleibt nur er übrig. Die logische Schlussfolgerung: er steigt auf. Nicht mit Ankündigung, nicht mit Schlagzeilen, sondern im Hintergrund. Er übernimmt Strukturen, sichert sich Bestechungsketten, kontrolliert Beamte, bewegt sich zwischen Behörden und Schmuggelrouten, ohne jemals selbst sichtbar zu werden. Ab Anfang der 2000er taucht sein Name immer wieder in Ermittlungen auf. Der Verdacht: großflächiger Drogenhandel, Erpressung, koordinierte Auftragsmorde. Doch was präsentiert wird, reicht nie für eine Anklage. Zeugen erscheinen und verschwinden. Spuren führen ins Leere. 2006 geraten interne Vorgänge ans Licht. Ein prominenter Anwalt soll unter Druck gesetzt worden sein, angeblich mit kompromittierendem Material. Die Ermittlungen laufen, aber sie laufen ins Nichts. Doch dann wird 2007 ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Die Behörden sprechen von einer kriminellen Organisation mit klarer Hierarchie, langfristiger Finanzierung und internationalen Verbindungen von Südamerika bis in die Türkei.
Surel ist nicht auffindbar. 2009 wird er in Abwesenheit zu 8 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später, im Sommer 2010, wird er in einem Apartment in Amsterdam festgenommen. 2 gefälschte Pässe, Tarnkleidung, Perücken. Er war 4 Jahre lang verschwunden, aber nie wirklich weit weg. Nach seiner Festnahme beginnt er seine Strafe. 7 Jahre Haft. Doch sein Netzwerk bleibt stabil. Die Lieferketten stehen, die Geldflüsse setzen nicht aus. Die Gewalt findet weiterhin statt. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Figur bereits fest in seinem System. Ali Ekber Akgün, geboren in der Türkei. Früher Fußballprofi, später Unternehmer. Offiziell im Immobiliengeschäft, inoffiziell in einer ganz anderen Welt. Akgün ist kein klassischer Krimineller. Er agiert zwischen Istanbul, Amsterdam und Marbella. Er kennt die wichtigen Leute, spricht die richtigen Sprachen, weiß, wie man sich unauffällig bewegt. Für Surel ist er wertvoll, ein Vermittler. Akgün bringt Zugang zu Häfen, zu Logistik, zu Vertrauten auf türkischem Boden. Für ihn selbst bedeutet das Einfluss, Vermögen, Statussymbole. Doch während Surel im Gefängnis sitzt, übernimmt Akgün Aufgaben. Er betreut Lieferungen, organisiert Transporte. Doch irgendwann verändern sich die Berichte. Zahlungen bleiben aus. Ware verschwindet. Summen kommen nicht vollständig an. Es heißt, Akgün spiele sein eigenes Spiel, verkaufe unabhängig, halte Anteile zurück. Was dann genau geschieht, bleibt unklar. Aber es fällt ein Satz, der in diesem Milieu kaum korrigierbar ist. Er nimmt mehr, als ihm zusteht. Die Information macht ihren Weg, leise, strukturiert, ohne offene Drohung. Und irgendwann stand Akgüns Name dort, wo keiner stehen will. Auf einer Liste. Nach dem Attentat findet die Spurensicherung Patronenhülsen, Blut, Einschläge, aber keine verwertbaren Hinweise. Es dauert Wochen, bis sich Spuren verdichten. Fingerabdrücke, Mobilfunkdaten, Überwachung. 2 Männer werden festgenommen, Necip G. und Şahin A. Beide schweigen, bis sie reden. Sie nennen einen Namen, R.U. Ein Mann mit Verbindungen ins Ausland. Der Auftraggeber, kein Schütze. Kurz nach der Tat verschwindet er, vermutlich im Nordirak. 1 Monat später, Panama-Stadt, 24. Januar 2015. Shak Burger sitzt in einem Restaurant. Ein Mann tritt von hinten an ihn heran. Keine Vorwarnung. Ein Schuss in den Hinterkopf. Burger überlebt. Die Ärzte sprechen von Glück. Die Szene spricht von einem Fehler. Denn Burger ist kein Unbekannter. Seit Jahrzehnten bewegt er sich in den inneren Kreisen der niederländischen Unterwelt. Waffen, Transporte, Logistik. Diskret, aber effektiv. Und er hatte Kontakt zu Dino Surel. Wie genau diese Strukturen funktionierten, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Wer wann für wen arbeitete, wer die Befehle gab und wer aus dem System aussortiert wurde. Was sicher ist, sowohl Ali Ekber Akgün als auch Shak Burger standen mit Surel in Verbindung. Und beide wurden Ziel professionell ausgeführter Anschläge innerhalb weniger Wochen. Ob es interne Abrechnungen waren, gebrochene Loyalitäten oder stille Befehle, niemand spricht darüber. Es bleiben Vermutungen und Spuren, die irgendwann zu dicht werden, um sie zu ignorieren. Was folgte, war der Versuch, dieses System zu durchleuchten. Nicht auf der Straße, sondern vor Gericht. Der Passageprozess. Jahre später, ein Gerichtssaal in Amsterdam. Was zunächst wie ein einzelner Mordfall beginnt, entwickelt sich zum größten Mafia-Verfahren in der niederländischen Geschichte. 7 Morde, über 1 Dutzend Verdächtige, jahrelange Ermittlungen. Hunderte Stunden abgehörter Telefonate, verschlüsselte Kommunikation und am Ende ein Bild, das sich nur langsam zusammensetzt. Im Mittelpunkt steht ein System, Auftragsmorde gegen Bezahlung. Durchgeführt von Profis, organisiert über Mittelsmänner, Wegwerfhandys, Boten. Die Zielpersonen, ehemalige Komplizen, Rivalen, mögliche Informanten. Alle mit Verbindung zur Amsterdamer Unterwelt. Einer der Hauptangeklagten, Dino Surel. Neben ihm Willem Holida, mittlerweile verdächtigt, gleich mehrere Morde in Auftrag gegeben zu haben. Surel schweigt im Prozess, Holida redet, taktisch, selektiv, mit dem Ziel, die Kontrolle zu behalten. Beweise gibt es kaum im klassischen Sinn. Wenig DNA, kaum Tatwaffen. Aber es gibt Strukturen, Bewegungsmuster, Finanzflüsse und Aussagen von Personen, die früher Teil des Apparats waren und nun versuchen, sich zu retten. Die Prozesse ziehen sich über Jahre, Aussage gegen Aussage. Am Ende fällt ein Urteil. Im Jahr 2017 wird Dino Surel zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Beteiligung an 2 Morden. Nicht weil er geschossen hat, sondern weil er sie ermöglicht hat. Geplant, koordiniert, abgesegnet. Das Gericht macht deutlich, auch wer im Hintergrund agiert, trägt Verantwortung. Auch wer nicht selbst abdrückt, kann schuldig sein. Und egal wie mächtig man mit Drogen wird, am Ende bleibt nur der Knast oder der Tod. Mafia-Clans, Auftragskiller, Finanzbetrug.
Bei uns bekommst du die dunkelsten Geschichten der Unterwelt. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen. Sleeping Brain.